Hallo, wir sind immer noch da. Vielleicht habt ihr schon lange nichts mehr von uns gehört. Das heißt aber nicht, dass hier nichts passiert ist. Willkommen in unser aller Wald. Fancy! Sind wir auf Sendung? Ja? Wir sind seit 7 Monaten jetzt hier im Wald und haben so auch erfolgreich unseren ersten Winter hier überstanden. Unser aller Wald war auf jeden Fall die ganze Zeit belebt. Wir waren im Winter hier, über Weihnachten, über Silvester. Frohe Weihnachten! Bei Regen, bei Schnee, bei jedem Wetter. Teilweise saßen wir auch einfach nur mit Schlafsäcken vorm Ofen und haben es uns gemütlich gemacht. Wie überall anders auch, ist auch nach wie vor bei uns Corona sehr präsent und wir wollen damit auf jeden Fall einen verantwortungsvollen Umgang finden. Genau, deswegen haben wir Corona-Konzepte erstellt. Das heißt, bevor ihr vorbeikommt, ist es auf jeden Fall cool, wenn ihr uns vorher Bescheid sagt. Wir waren nicht nur im Wald, sondern auch bei unseren Freundinnen in Lützerath, also im Nachbardorf. Das Dorf, das als nächstes dem Braunkohletagebau weichen soll. Trotz unseres Widerstandes kam es zu massiven Abrissarbeiten. Aber das Dorf ist weiterhin belebt, dort sind weiterhin viele Leute. Wir leisten weiterhin Widerstand. Und wir bauen gerade dort Baumhäuser. Während RWE zusammen mit dem Land NRW hier im Rheinischen Revier Tatsachen schafft und in Lützerath Dorfstrukturen zerstört, versuchen wir nicht nur, das zu verhindern, sondern bauen auch hier im Wäldchen neue Strukturen auf. Und wir bemühen uns auch darum, dass Menschen außerhalb dieser Blase von uns mitbekommen. Ja, ansonsten haben wir auch viel an dem Konzept dieses Videovlogs gearbeitet. Vielen Dank für das ganze Feedback, was uns da erreicht hat. Freuen wir uns immer drüber. Schreibt uns das gerne weiter in die Kommentare oder bei Social Media, das ist uns wichtig.
Und wir wollen das gerne aufnehmen und damit kontinuierlich an diesem Videovlog arbeiten. In letzter Zeit beschäftigen uns auch viel die Zusammenhänge verschiedener Kämpfe, so wie der für Klimagerechtigkeit, mit dem gegen Rassismus oder Sexismus. All diese Kämpfe sind ja eng miteinander verwoben. Und deshalb sind wir gerade dabei, kontinuierlich unsere Netzwerke zu erweitern und haben so auch Saúl kennengelernt. Mi nombre es Saúl Luciano Lluvia, vivo en Huaraz, en una ciudad que está debajo de la Cordillera Blanca, en los Andes peruanos. Aquí hay mucha desglaciación, como pueden ver, acá hay una montaña que se llama Pucarrangra. Durante los últimos años ha perdido mucho glaciar. Debajo se puede ver una laguna, Laguna Cuchillacocha, y es una laguna glaciar que se ha ido formando durante los últimos años por el proceso del calentamiento global, por el cambio climático. Aquí a la izquierda se puede ver el dique que el gobierno ha construido, porque la laguna ha sido considerado en peligro, que se puede desbordar. Estamos perdiendo recursos hídricos, pues si no lo paramos vamos a sufrir escasez de agua, y eso es un problema y preocupa para las comunidades, para los pequeños agricultores que vivimos debajo de estas montañas, y también es preocupante para la ciudad misma, que va a sufrir de escasez de agua. He demandado a una empresa alemana, la RWE, es uno de los responsables que ha ocasionado el calentamiento global. Hago un llamado a todos los jóvenes, a todos los niños, a todos los adultos también, a tomar conciencia por nuestro planeta. Si no actuamos ahora, va a ser una triste realidad. Hay que ser solidarios. Hay que ser solidarios con nuestro planeta. Aquí la desglaciación y sus consecuencias es el problema. En Alemania los problemas son parecidos, con sus propias realidades, pero con un solo sentimiento, con una sola conciencia de defender lo que nos da vida. Wir müssen die Welt, in der wir leben, so tiefgreifend verändern, dass es natürlich nicht reicht, hier punktuell gegen Braunkohle aktiv zu sein. Spätestens seit dem Kolonialismus sind die globalen Ungerechtigkeiten ja so krass, dass Menschen anderswo viel existenziellere Kämpfe kämpfen als wir. Und deshalb müssen wir über unseren Tellerrand hinaus gucken und diese Menschen kennenlernen, ihre Lebensrealitäten und Perspektiven verstehen, um dann an ihrer Seite kämpfen zu können für ein gutes Leben für alle. Wir sind gerade auf dem Weg zur Grubenkante, die ist auch gleich nebenan, nur ein paar hundert Meter entfernt. Wir sind jetzt am Loch, dem Tagebau Garzweiler 2. Dort hinten sieht man die Braunkohlekraftwerke Frimmersdorf, Neurath und hinten Dunst, vielleicht noch Niederaußen. Da, wenn man auf der anderen Seite der Grube guckt, sieht man noch die Trümmer von Immerath, ein bisschen steht auch noch. Daneben Lützerath, das Dorf, was als nächstes weggerissen werden soll. Und noch weiter hier drüben dann Kainberg und dahinter liegen Kuckum, Oberwestrich, Unterwestrich und Berberath. Alles Dörfer, die noch weggerissen werden sollen. Und das Ganze soll noch bis 2038 so weitergehen. Dabei ist die Klimakrise real und menschgemacht und wird vor allem durch die Verbrennung fossiler Brennstoffe verursacht. Braunkohle ist der fossile Brennstoff, der am meisten CO2 bei seiner Verbrennung freisetzt. Und das passiert genau hier. Deutschland ist der größte Akteur der Braunkohleverstromung. Die Folgen der Klimakrise sind global und extrem ungerecht verteilt. Die Regionen der Erde, die am wenigsten dafür verantwortlich sind, sind die, die am meisten davon betroffen sind. Und nachfolgende Generationen werden davon noch mehr betroffen sein. Und das sind nur zwei Ebenen der Ungerechtigkeiten. Die Klimakrise ist also eine soziale Krise. Außerdem verschärft sie bereits existierende Ungerechtigkeiten wie zwischen Arm und Reich, Geschlechterungerechtigkeit oder rassistisch begründete Ausbeutung und Diskriminierung von Menschen. Staatliche, internationale Lösungsansätze sind bisher
kolossal gescheitert. Zum einen, weil die Ziele darin viel zu niedrig angesetzt gewesen sind und zum anderen, weil diese Ziele dann auch noch nicht mal erreicht wurden. Das ist kein Wunder, weil die Klimakrise im Kapitalismus gar nicht lösbar ist. Das kapitalistische Wirtschaftssystem funktioniert nur mit Wachstum. Wachstum lässt sich nicht von Ressourcenverbrauch, wie zum Beispiel dem von fossilen Brennstoffen, entkoppeln. Und das stößt auf einem ressourcenbegrenzten Planeten an seine Grenzen. Trotzdem müssen wir sofort aus der Braunkohle aussteigen, um wenigstens anzufangen, in die richtige Richtung zu gehen. Viele Themen haben wir jetzt nur kurz angeschnitten, wir werden sie aber in den nächsten Folgen weiter behandeln. Wieder ins Bett? Ja. Wie ist das mit dem, warum heizen wir mit Holz, obwohl wir den Wald beschützen? Weil wir nichts anderes haben. Weil es alle machen. Ja, weil es sonst kalt ist, natürlich. Wenn Bäume danach neu gepflanzt werden, ist es sozusagen klimaneutral und Kohle kann nicht klimaneutral sein. Und das heißt nicht, dass wir unendlich viel Holz benutzen dürfen. Es kommt ja darauf an, wie wir mit nachwachsenden Ressourcen umgehen. Bis so ein Baum nachwächst, was wir an einem Abend verfeuern, bis das nachwächst, das ist halt schon... Es geht, glaube ich, eher darum, dass wir einfach andere gesellschaftliche Lösungen brauchen für Bedürfnisbefriedigung und wie genau die dann technisch aussehen, müssen wir herausfinden. Aber da gibt es eben auch schon ganz viele Lösungen, die nur nicht angewandt werden, weil sie nicht profitabel sind. Ja, genau. Richtig scheiße, Leute, ich will nicht, dass egal ist, wenn ein Mensch mehr ein Mensch ersäuft. Ich will mich nicht gewöhnen, nein, ich finde es richtig krank, dass man verbrechen kann, so wie man will. Mit genug Geld auf der Bank, ich finde es nicht normal, dass Konzerne unsere Welt verspielen, Zahnräder sich drehen, ohne sich verantwortlich zu fühlen. Komm, wir bauen auf, was uns aufbaut und wir packen's endlich an. Ich weiß auch nicht wie, aber fragend schreiten wir voran. Komm, wir bauen auf, was uns aufbaut. Der Fluss, an dem wir stehen, fließt noch ewig dahin. Komm, wir warten nicht auf bessere Zeiten. Das war's für uns von diesem Mal. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst voll gerne einen Daumen da und kommentiert es, um uns in unserem Kampf gegen den YouTube-Algorithmus zu unterstützen. Und wenn ihr auf dem Laufenden bleiben wollt, abonniert den Channel, folgt uns auf Insta, Twitter oder Facebook. Und wir sehen uns dann in 2 Wochen wieder. Das ist Donnerstag, der 22. April. Und da geht's darum, was mit den Dörfern in der Nachbarschaft ist. Die sind nämlich vom Abbaggern bedroht. Tschüssi! Ich muss ja nicht reinnehmen.